Ja, hallo René, vielen Dank, dass du heute hier bist bei Chronisch Ehrlich und dass ich dich interviewen darf. Wir zwei haben uns ja auf Instagram kennengelernt, gell, und durften auch schon ein bisschen uns austauschen über deine Krankheits-, aber auch deine Heilungsgeschichte. Und ich freue mich einfach so unglaublich, dass wir jetzt nochmal zusammen das machen dürfen für diesen YouTube-Kanal Chronisch Ehrlich. Ja, möchtest du kurz was über dich erzählen, damit wir einfach dich besser kennenlernen noch? Ja, also erstmal hallo Priscilla, ich freue mich auch hier zu sein und das mit dir zu machen. Und ja, kurz zu mir kann ich leider nicht bieten. Es wird wahrscheinlich etwas länger, meine Geschichte. Ähm, Es hat ja bei mir schon im Kindheitsalter angefangen. Ich bin jetzt 37 Jahre alt, wohne in Düsseldorf, komme aber gebürtig aus Aachen. Und schon in meiner Kindheit hatte ich gesundheitliche Probleme, habe zum Beispiel als Kleinkind immer eitrige Mandeln gehabt, die dann mit Antibiotika behandelt wurden. Die sind dann im Laufe der Zeit, weil halt so viel Entzündung da gewütet hat, ziemlich zerklüftet gewesen. Also die sind auch gar nicht mehr vollständig da aufgrund der Erkrankungen. Und ich habe dann beim Kinderarzt oftmals das Wort Streptokokken gehört, was mir Ja. jetzt immer noch im Kopf schwirrt, beziehungsweise jetzt präsenter ist denn je durch die Informationen, die ich halt bekommen habe. Und da fühlt man sich halt so ein bisschen zurückversetzt in die Zeit, wo man da das erste Mal von gehört hat und vielleicht nur das Wort komisch fand und so. Und jetzt kann man das halt viel besser verstehen mittlerweile. Ja. Und wie oft hattest du diese Mandelentzündung? Da kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr so gut dran erinnern, wie oft das war, aber es war halt sehr regelmäßig im Kindheitsalter schon. Mhm. Ich sag mal mindestens einmal im Jahr, vielleicht sogar zweimal. Da hat man auch dann irgendwann mal drüber nachgedacht, ob man die vielleicht rausnehmen müsste oder so. Aber ich weiß ja auch mittlerweile, dass die Mandeln halt ein Teil des Immunsystems sind. Und warum die entzündet waren, weiß ich halt auch mittlerweile. Ähm, ja, aber das war halt damals so das erste Krankheitsbild, was so aufgetreten ist im Kindheitsalter. Auch viel Antibiotikum habe ich bekommen zu der Zeit und hatte auch einige Nebenwirkungen von den Medikamenten, zum Beispiel Krämpfe in Beinen und Armen und so, was relativ unangenehm war zu der Zeit. Und Ja. ein paar Wie, diffuse Beschwerden. wie habt ihr darauf reagiert, als du dann so diese Krampfanfälle in den Beinen hattest? Ja, das war relativ offensichtlich, dass das halt Nebenwirkungen von den Medikamenten waren und meine Mutter hat direkt, wie Mamas nun mal so sind, sich Sorgen gemacht, was da los ist und da haben wir die Medikamente dann halt auch relativ schnell dann abgesetzt, ne? Und Mhm. es hat dann irgendwie halt auch so funktioniert, dann ohne die Chemiekeulen. Ja, ist schon krass, gell? Das ist so in den 90er Jahren und Nullerjahren war das einfach gerade so diese Lösung bei den Mandelentzündungen, einfach gleich mit Antibiotikum und das dann noch mehrmals im Jahr. Ja, und da war es ja noch gar nicht, man hatte noch gar nicht so diese Langzeitforschung, was passiert dann irgendwann. Es war einfach, Ja, ja. vor allem weiß man auch gar nicht oder wusste man damals wahrscheinlich noch gar nicht, was so richtig dahinter steckt, ne? Oder weiß es teilweise jetzt auch nicht. Und das ist halt der große Irrglaube, der dazu führt, dass irgendwie vielleicht der Körper sich auch selber in irgendeiner Form angreift oder so, ne? Aber es hat halt einen Grund, warum eine Entzündung vorherrscht, ne? Hm. Ja, und also Mandelentzündung war so das erste Thema, was mich verfolgt hat. Und dann im Grundschulalter weiß ich noch ganz gut, es war so ein Ereignis, was mir in Erinnerung geblieben ist, dass ich mal, ich glaube im dritten oder vierten Schuljahr mit einer riesigen Verstopfung zu tun hatte. Da wollte ich dann irgendwann im Unterricht aufstehen, zur Toilette gehen, habe mich dann über den Schulhof geschleppt, konnte gar nicht gerade stehen oder gehen, weil es halt einfach so geschmerzt hat im Bauchbereich und ja, man konnte dann irgendwie nicht zur Toilette gehen, ne? Und bin dann wieder zurück in den Schulhof, wollte dann wieder in die Klasse rein und habe mich dann aber von meiner Mutter abholen lassen, weil es einfach zu schmerzhaft war. Und dann ist es im Krankenhaus dann mit einem Einlauf behandelt worden. Ne? Und dann hat sich das aufgelöst, aber
so Ereignisse bleiben halt in einem Kopf, ne, wenn das halt so im jungen Alter schon so schmerzhafte Geschehen waren. Ne? Ja, und das ist auch unglaublich schmerzhaft, wenn man so eine Kolik hat. Das ist echt, das tut so weh. Ja, Und also als Kind ist das auch so schockierend, gell? Man ist einfach komplett, fühlt man sich überfordert und auch, ja, man kann das überhaupt nicht einschätzen. Wie hat sich dann das weiterentwickelt mit deiner Verdauung? also in diesem Alter war eigentlich alles okay. Zumindest kann ich mich nie an groß weitere ähm, Beeinträchtigungen erinnern, was so jetzt so Verstopfung oder Durchfall angeht in der Zeit. Ich habe auch an dem Tag, wo ich dann wieder aus dem Krankenhaus kam, also am gleichen Tag, wo das mit dem Einlauf war, abends schon ein Fußballspiel gehabt und da wieder munter und froh mitgespielt. Also es schien dann halt alles eine einmalige Sache gewesen zu sein und dann hat es sich aufgelöst. Ne? Also in meiner weiteren Jugend habe ich dann halt auch relativ wenig Probleme gehabt. War immer ein sehr sportlicher Kerl und aktiv, habe teilweise in 3 Vereinen gespielt. Fußball habe ich immer schon gemacht, dann kam in der Jugend noch Basketball und Tischtennis dazu, habe ich alles parallel betrieben und war quietschfidel offensichtlich zu der Zeit. Ne? Also Ja. da ging es mir schon so am besten, würde ich sagen, rückwirkend betrachtet in meiner Jugend von, ich sag mal so 13 bis 17, 18 oder so. Ja, Und dann stand halt das Abitur an und so circa ein halbes Jahr vorher, weiß ich noch, vor Weihnachten kam auf einmal ein ganz großer Hammer. Da ging meine Nase komplett zu und ich konnte gar nicht mehr richtig dadurch atmen, hatte tierische Kopfschmerzen, die nicht mehr weggingen und ja, das war auch wie aus heiterem Himmel ist das passiert und wusste keiner so wirklich, woher es kam. ja. Dann bin ich zum Hals-Nasen-Ohrenarzt gegangen. Der hat erstmal eine Nasennebenhöhlenentzündung festgestellt. Und im weiteren Verlauf wurde dann halt mit Cortisonspray auch behandelt, das abschwellend auf die Nasenschleimhäute wirken sollte. Und ja, das hat dann mäßigen Erfolg gebracht, sage ich mal. Also wenn man das mal weggelassen hat, dann ist es halt auch wieder direkt zugeschwollen. Und im weiteren Verlauf hat man dann halt auch nur eine Hausstaubmilbenallergie festgestellt beim Hals-Nasen-Ohrenarzt. Und dann ja, ist das mit einer Hyposensibilisierung behandelt worden. Da habe ich halt so kleine Spritzen in den Oberarm bekommen. Das hat sich über 3,5 Jahre hingezogen zu der Zeit. Also einmal im Monat musste man zum Hals-Nasen-Ohrenarzt hin, sich eine Spritze abholen, eine halbe Stunde warten, dass ja auch ja keine allergische Reaktion folgt. Und das war schon ein großer Zeitinvest, den ich da auf mich genommen habe zu der Zeit, als ich Anfang 20 war, mein Abi vor der Tür stand, beziehungsweise ich das dann gemacht habe irgendwie unter erschwerten Bedingungen, sage ich mal. Also irgendwie krank zu sein, aber nicht wirklich zu wissen, was jetzt dahinter steckt, weil eine Allergie alleine kann ja nicht so krasse Symptome hervorrufen, dass man jetzt komplette Kopfschmerzen hat oder Genau, nimm uns da mal noch mehr in diese Symptome rein, die du zu der Zeit schon hattest. ja, also ich habe ja eben gesagt, diese Kopfschmerzen, diese Ja. auch bei dieser Druckausgleich, was man ja bei Nasennebenhöhlenentzündung hat, Mhm. wenn man sich nach runterbeugen wieder hoch oder aufsteht, sich hinlegt oder sowas, das ist ja ganz schmerzhaft. Ja. Und auch die Nase, also die war über Monate lang irgendwie komplett zu. Mein Geruchs- und Geschmackssinn war irgendwie total weg. Und es war ganz skurril irgendwie, ne? Also ein ganz, ich sag mal, einschneidendes Erlebnis zu der Zeit. Mhm. Und wie gesagt, dann habe ich diese Hyposensibilisierung angefangen mit den Spritzen. Da bekommt man halt so immer ein ganz kleines bisschen von dem Allergen in den Ja, Oberarm genau. gespritzt. Und dann soll man sich halt mit der Zeit daran gewöhnen, an das Allergikum. Und das ist dann, ja, etwas besser geworden. Also meine Nase war dann halt irgendwann nicht mehr so zu, aber ich konnte jetzt nie sagen, dass ich mich so vollständig geheilt fühle oder in irgendeiner Form austherapiert gewesen wäre. Und zu der Zeit haben auch immer wieder im Hals Entzündungen sich breit gemacht. Da habe ich auch immer wieder Antibiotikum erhalten, so mit Anfang 20.
Mhm. Und da wurde dann halt auch nochmal, hat der Arzt gesagt, wenn man mehr als zweimal oder so im Jahr eine Nasennebenhöhlenentzündung hatte oder eine Mandelentzündung, dann sollte man halt mal drüber nachdenken, die Mandeln entfernen zu lassen. Aber das war dann halt bei mir irgendwie immer noch einmal jährlich und so an der Grenze. Sonst hätte ich wahrscheinlich auch eine Mandel-OP über mich ergehen lassen müssen irgendwann. Ja. Aber ja, zum Glück bin ich da verschont geblieben, weil mein Arzt da wahrscheinlich auch ein bisschen konservativ gehandelt hat und nicht direkt die grobe Kelle schwingen wollte. Ja. Ja. Jo, und wie gesagt, dann ist es mit der Nase oder mit dem ganzen Atmungsapparat auch was besser geworden. Ähm, Ich habe immer schon, um jetzt mal aufs Thema Ernährung zu gehen, in der Zwischenzeit immer schon ganz normal gegessen zu der Zeit und habe mir da keine Gedanken darüber gemacht, was ich zu mir nehme oder weil ich keine offensichtlichen Symptome hatte, so gesehen. Und hatte aber immer schon einen Blähbauch zu der Zeit. So mit Anfang 20 hat das auch angefangen. Und Mhm. bin dann auch immer, ja, gerade im Sommer, wenn man dann schon mal was leichter bekleidet ist, hat man dann schon mal den Bauch gerne eingezogen oder so, weil ähm, der Bauch passte einfach nicht zu meinem Körperbau. Ich bin eigentlich relativ schmal, schlank gebaut und wenn man dann so eine Kugel vor sich her schiebt, also die nimmt man natürlich selber immer noch anders wahr, als es andere tun, aber es ist halt unangenehm, man fühlt sich nicht wohl damit. Ne? Ja. Ja, und es zieht ja auch. Also es ist auch unangenehm, gell? Also bei mir ging es dann auch immer so in den Rückenbereich noch. Ja, also da kann man auch einen ganz guten Zusammenhang erkennen mit dem Wirbelsäulenapparat. Bei mir hat das Anfang der 20er Jahre dann halt auch angefangen, ähm, dass ich im unteren rechten Rückenschmerzen bekommen habe. Dann ist dann wohl das Becken auch gekippt. Also die ganze Wirbelsäule und der Halteapparat hat sich dadurch verschoben. Und ich bin immer so ein bisschen aufrecht gegangen, weil sich der Bauch dann halt da drauf gedrückt hat und auch das Becken nach hinten geschoben hat. Ne? Das hat die ganze Statik halt auch verändert. Also das ist Wahnsinn, was so ein Blähbauch alleine ausrichten kann dann. Ne? Ja. Ja, ja, da ist viel Luft drin und es schiebt halt alles zur Seite und es ist einfach nicht natürlich und so fühlt es sich ja auch an. Also jetzt abgesehen vom Äußeren, dass man am liebsten mit einem flachen Bauch rumlaufen würde, ist es halt auch einfach mega unangenehm und wenn nicht sogar sehr schmerzhaft mit der Zeit. Ja. Ja, ja, also dadurch, dass ich halt auch viel muskuläre Verspannungen hatte, das hat sich auch alles zu der Zeit so entwickelt mit Anfang 20, habe ich das vielleicht auch gar nicht so richtig wahrgenommen, weil es war einfach alles so fest verspannt in meinem Körper von oben bis unten. Ähm, und dass ich selbst beim Sport Beeinträchtigungen hatte, normales Laufen ist dann irgendwann schwerer gefallen. Ich habe mir da nie so groß Gedanken gemacht. Ich habe immer gedacht, dass ja, du wirst halt älter, ne? Aber mit Mitte 20 schon sich zu fühlen wie ein 80-Jähriger ist dann auch irgendwie Oh wieder ein bisschen ja. komisch. Aber Ja, ja, das habe ich mir auch immer wieder gedacht. Aber gell, man gewöhnt sich auch so schleichend. Man hat so manchmal einfach mal eine Beschwerde oder ein Symptom und dann denkt man so, ja, okay, es ist jetzt mühsam, aber man funktioniert, man hat den Alltag, das Arbeiten und dann gewöhnt man sich an diesen Standard und dann wird es aber schlimmer, dann gewöhnt man sich daran und daran und daran und irgendwann denkt man so, okay, ich bin Mitte 20, fühle mich aber schon wie, als würde ich kurz vor der Pension stehen oder was auch immer. ja, das Schlimme dabei ist ja, das geht so schleichend immer bergab und dann weißt du auch irgendwie gar nicht, wie du das bei Ärzten oder sowas artikulieren sollst, weil du weißt ja gar nicht, weil das so diffus und so kleine Schritte abwärts geht, weißt du gar nicht, was du denen sagen sollst. Und normalerweise gehst du ja mit einem Symptom zum Arzt und sagst, ich habe Kopfschmerzen, ich habe Bauchschmerzen, Rückenschmerzen, aber wenn das halt so schleppend und mit der Zeit halt alles so kommt, dann ist es halt auch schwierig, dem Arzt das verständlich zu machen. Total. Und was ich auch immer eine Schwierigkeit finde, wenn du gerade sagst mit der Kommunikation mit den Ärzten, ich habe mir auch oft, dachte ich mir so, sind dann die Sachen schlimm genug, als dass ich jetzt die Zeit eines Arztes beanspruchen kann? Ich weiß zwar, dass irgendwas nicht stimmt in meinem Körper, ich habe da Symptome, aber mir ist jetzt nicht ein Arm abgefallen oder ich habe keinen Krebs.
Und das ist ja dann auch irgendwas, wo man sich irgendwie unwohl fühlt und denkt, okay, wie kommuniziere ich das? Ja, ich habe einen Blähbauch, ich verdaue nicht mehr richtig, ich habe andauernd Entzündungen im Hals-Nasen-Ohren-Bereich. Und dann ist das so ein bisschen, also mir kam es manchmal vor wie eine Lappalie, obwohl es meinen Alltag auch schon eigentlich beeinflusst hat, negativ. Und ich nicht so im Leben stehen konnte und die Dinge umsetzen konnte, wie es eigentlich wäre, wenn man Mitte 20 ist. Ja, das war bei mir ganz genauso. Also zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel oder andersrum. Ne? ähm, ja, man weiß halt nicht so genau, was los ist. Und wenn man dann halt an Leistungsfähigkeit verliert in einem Alter, wo man eigentlich die meiste Energie haben sollte, ist das dann auch wieder rückwirkend betrachtend sehr, sehr komisch. Ne? Ja, ist mega komisch, ja. Ja, und um nochmal auf den Wirbelsäulenapparat bei mir zurückzukommen, ich habe dann halt auch eine Kieferfehlstellung entwickelt. Das heißt, mein Biss ist nicht mehr gerade, Kiefergelenk zum Biss an sich, die Relation stimmt nicht. Und wie ich dann irgendwann herausfinden konnte über Ärzte oder Kieferorthopäden, hat das auch eine Korrelation zum Becken. Also wenn der Kiefer schief ist, dann verschlägt sich halt auch das Becken. Ich nehme an, dass das vielleicht auch schon dann mit Anfang 20 bei mir eingesetzt hat. Und rückwirkend betrachtet halt auch durch eine virale Belastung ausgelöst wurde, was ich halt auch nachlesen konnte in den Ja. Informationen. Ne? Und das finde ich so krass und das war beim ersten Live-Gespräch, René, als du das erzählt hattest, war es so krass. Es ist, als würdest du die gleiche Geschichte erzählen, die ich erlebt habe, aber als Mann. Also das mit den Hals-Nasen-Ohrenentzündung hatte ich, diese Antibiotikumbehandlung. Im Gegensatz zu dir wurde mir die Mandeln rausgenommen. Und Okay. ich habe dann auch, also das war zu der Zeit, wo man Zahnspangen, wo alle Zahnspangen bekamen, haben sie schon festgestellt, dass mein Kiefer schräg ist, dass ich nur rechts drauf beiß. Und das wurde im Alter natürlich immer schlimmer, weil man sich dann auch angewohnt, nur die eine Gebisshälfte wie zu benutzen beim Kauen. Und Ja. mein Gesicht, das wurde richtig asymmetrisch über die Jahre. Und jetzt, und dahin kommen wir dann noch, hat sich das auch schon wieder zurückentwickelt. Das ist crazy, wie man den Körper wieder zurück auch in die Gesundheit bringen kann. Ich wollte das nur reinschmeißen, ich wollte nicht dir deine Gesundheitsgeschichte von wegnehmen. Jetzt war ich schon 2, 3 Schritte voraus. Aber das ist verrückt, diese Zusammenhänge. Und dass man aber im Arzt, weil man hier beim Spezialisten ist, hier beim Facharzt, man sieht diese Zusammenhänge nicht. Und ich fand das so spannend. Das war wirklich die erste Person, also du bist die erste Person, die ich getroffen habe, die genau dieses Gleiche, diese Entwicklung mit dem Kiefer, das so 1:1 auch erlebt hat. Das ist unglaublich. Hm. Ja, durch die verschiedenen Virenarten ist das halt nicht bei jedem der Fall. Ne? Da Ja. kommen wir ja später noch drauf, auf diese ganzen Facetten. Ja, mittlerweile bin ich halt auch an einem Punkt, wo ich den Biss, weil er sich halt durch das Knirschen oder durch die Verschiebung so verzogen hat, kieferorthopädisch korrigieren lasse. Und da ist es halt auch ganz wichtig, dass man die richtigen Leute an seiner Seite hat. Ne? Wie du eben schon so ein bisschen anklingen lassen hast, die Leute wissen nicht so richtig, woher kommt das. Und da ist es mittlerweile ganz wichtig, dass man da ein ganzheitliches Behandlernetzwerk hat oder an Leuten, die einen halt betreuen. Nicht nur an eine Stelle gucken. Knieschmerzen können ja auch von woanders kommen, also vom Becken, ne? Oder Fußschmerzen, ne? Genau. Genauso wie es halt im Kiefer ist. Ne? Also das ist sehr, sehr wichtig, dass man da holistisch oder ganzheitlich an die Sache rangeht. Mhm. Und ja, wie gesagt, das mit dem Kiefer lasse ich über eine Kieferorthopädie korrigieren. Und ähm, zwischenzeitlich, um nochmal kurz auf die Nasennebenhöhlen-Thematik einzugehen, mit Anfang 30 habe ich dann wieder so ein bisschen Beschwerden bekommen, dass die Nase weiter zuging. Also es war offensichtlich nicht nachhaltig gelöstes Problem durch diese Spritzentherapie. Dann habe ich dann halt nochmal die ganze Tortur auf mich genommen und nochmal 3,5 Jahre eine Sensibilisierung machen lassen. Desensibilisierung heißt es ja Ja. korrekterweise. Und ja, habe dann auch wieder jeden Monat Zeit investiert, zum Arzt zu fahren, Spritze abzuholen, im Badezimmer zu sein.
Und rückwirkend betrachtet will ich auch gar nicht wissen, was in den Spritzen drin war, was da alles noch neben dem Allergen injiziert wurde. Da weiß man ja mittlerweile auch, wenn man sich damit ein bisschen näher beschäftigt hat, dass da auch ein paar Begleitstoffe drin sind, die alles andere als lustig sind, die so im Körper dann ihre Heimat finden. Ja, genau. Es ist natürlich nicht immer nur der Stoff dabei. Ja, das ist leider so, ja. Und sowieso bei allem. Also es ist ja auch bei Medikamenten das genau Gleiche. Es gibt immer eine Wechselwirkung auch. Und das überlegt man sich aber zu dem Zeitpunkt nicht wirklich. Also da kann man sich auch nicht irgendwie die Schuld geben, weil man natürlich eine Lösung angeboten bekommt und auch einfach super dankbar ist für die Lösung und dann natürlich zugreift. Genau. Ja, man weiß es halt selber nicht besser, ne? Also dann nimmt man halt das, was man kriegen kann. Und wenn das halt nur die Symptome unterdrückt und nicht die Ursache löst, dann dreht man sich Ewigkeiten im Kreis, ne? Genau. Dann wird von alleine kommt man dann an einem anderen Ort wieder in Disbalance. Ja. Ja, ja, dann ging es bei mir mit Anfang 30 auch schon wieder weiter in der gesamten Odyssee. Ich habe dann irgendwann mich auf den Weg begeben, Ernährung ein bisschen zu beleuchten und habe dann auf Paleo mal umgestellt und habe da extreme Fortschritte gemacht, was so mein körperliches Befinden anging. Ich wusste damals noch gar nicht, wie offensichtlich schlecht es mir ging. Mhm. Aber ich habe dann gemerkt, als ich die Ernährung auf Paleo umgestellt habe, dass ich dann halt ein paar Tage gebraucht habe, um mich dran zu gewöhnen. Da war ich richtig K.O. und schlapp. Und dann, ich sag mal so nach einer halben Woche bis einer Woche ging es dann aber richtig steil bergauf und hatte so viel Energie und habe so gut geschlafen äh, und hätte morgens aufstehen können und die Welt retten können einfach, ne, weil es mir so gut ging. Da merkt man erstmal, wie kaputt man vorher war. Das Ganze hat aber leider nicht lange gehalten. Das war irgendwie nach 4 Wochen war der Effekt wieder verpufft und dann ist es wieder so langsam in das alte Muster abgedriftet. Ne? Also diese Ernährungsumstellung war dann nicht nachhaltig, obwohl es mir halt ein paar schöne Wochen beschert hat und ich dann irgendwie Blut geleckt habe und wusste, wie es ist, gesund zu sein. Ne? Also Und also es war trotzdem, du hast die Paleo-Ernährung über die 4 Wochen gemacht und trotzdem ist es dir dann wieder energetisch schlechter gegangen von deinem Energiehaushalt, oder wie? ja, genau. Also Ja. ich habe das auch weiterhin beibehalten, weil dann macht man sich ja Gedanken, macht man es jetzt nicht hundertprozentig richtig, macht man irgendwas falsch mittlerweile, aber ich habe mich dann halt konsistent ernährt zu der Ernährungsform, aber es ist dann von alleine irgendwie wieder schlechter geworden, ja. Ja, das ist mega frustrierend, oder? Man probiert Dinge aus und dann ja, geht man wieder zurück ins alte Muster und ja, man denkt dann auch so, jetzt habe ich doch so verzichtet und alles geändert, jetzt muss ich wenigstens belohnt werden. Ja, für mich war es jetzt eher weniger ein Verzicht als auch eine Einstellung dazu. Ne? Also ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht irgendwie der große Gourmet, der irgendwie nur das Feinste vom Weizen braucht oder gerne hätte. Klar habe ich auch zu der Zeit immer noch mal wieder Sachen gegessen, die rückwirkend betrachtet wahrscheinlich nicht gut waren, aber mit Ernährungsumstellungen und dergleichen, dass ich weiß, dass es mir gut geht damit, hatte ich eigentlich nie ein Problem. Also ich bin da sehr fokussiert auf das Ergebnis, sage ich mal, und lass mich da eher weniger von Gelüsten leiten, zum Glück. Ne? Da haben ja andere schon mal ein bisschen mehr Probleme. Also du willst damit sagen, so emotionales Essen ist nicht deine Baustelle. Nee, also ich habe nie in meinem Leben irgendwie Frust gegessen oder sowas oder mich vollgestopft, weil ich irgendwie Frust hatte, Ärger hatte, Trauer hatte oder so. Also das war nie ein Thema in meinem Leben. Das ist schön für dich, das gönne ich dir von Herzen. Danke. Ja, dann habe ich mich irgendwie nach der Ernährungsumstellung mal so ein bisschen in die alternative Richtung umgeschaut, weil Ärzte halt auch keinen Rat wussten zu Beschwerden, was das Bauch angeht. Ich hatte auch eine Speiseröhrenentzündung.
Hm. wo ich keinen Kaffee mehr vertragen habe, der mir dann irgendwie wieder hochgekommen ist, mir ist schlecht geworden und so, sind Untersuchungen gemacht worden, klassische Magenspiegelung, eine Darmspiegelung ist gemacht worden, aber alles so mehr oder weniger ohne große Befunde. Man macht sich immer ganz viel Gedanken im Vorfeld, was jetzt an schlimmen Beschwerden da rauskommen könnte oder schlimmen Krankheiten, die man in sich trägt. Aber es ist dann halt irgendwie nur eine Magenschleimhautentzündung maximal mal festgestellt worden oder eine leichte Speiseröhrenentzündung. Aber das hat das alles auch nicht erklärt, ne? Diese Ja. ganzen Verdauungsbeschwerden, die sich dann mittlerweile dann halt immer eingestellt haben, neben dem Blähbauch. Ne? Verdauung ist dann halt auch schlechter geworden, Stuhlgang auch. Und da habe ich auch längere Jahre mit Problemen gehabt. Und ja, bin ich dann irgendwann auf den alternativen Heilweg so ein bisschen aufgesprungen, mit einer Heilpraktikerin in Kontakt getreten. Sie hat bis heute meine Probleme nicht nachhaltig lösen können, das mal vorweg, aber sie hat sich unglaublich viel Mühe gegeben. Ich weiß sie menschlich sehr, sehr zu schätzen und habe auch ein paar Erfolge dennoch erzielen können mit ihr. Habe Schön. da auch sehr, sehr viel investiert. Da mag man gar nicht drüber reden, was da alles so äh, reingesteckt wurde an Geld. Aber es war zumindest ein Anker, sage ich mal, der eine andere Perspektive beleuchtet hat zu dem, was man aus der Schulmedizin kannte. Was war das im Konkreten, was sie anders beleuchtet hatte? Das ist zum Beispiel, Schulanalysen sind gemacht worden, dann also bei der Darmspiegelung ist ja kein Ergebnis dabei rumgekommen, aber in der Stuhlprobe waren dann halt Entzündungsmarker sehr, sehr hoch und eine Darmsanierung haben wir dann auch gemacht. Da habe ich halt mein zweites Detox-High bekommen nach dem, was ich über Paleo erzählt habe. Da hatten wir eine Vitamin C Hochdosistherapie gemacht, die ja auch das Immunsystem pusht. Und da habe ich mich auch richtig gut gefühlt über ein paar Wochen, Mhm. als wir das gemacht haben. Und das ist halt genau nach dem gleichen Muster abgelaufen. 4 bis 5 Wochen ging es mir super und danach ging es wieder halt langsam abwärts. Ja. Genau. Und das ist halt auf der einen Seite sehr frustrierend, aber es hat mich halt immer wieder ähm, daran erinnert, dass da was ist, was zu lösen sein muss. Ja. Und ich hab das Gefühl bekommen, wie es ist, gesund zu sein. Mhm. Und das habe ich immer seitdem in mir getragen und habe immer gewusst, da muss es einen Weg geben und habe deswegen auch immer dafür gekämpft, dass ich irgendwie gesund werde. Ja. Aber nachhaltig hat sich das leider dann auch über Darmsanierung nicht lösen können. Und was bei vielen ja eigentlich einen tollen Effekt hat und super Erfolge erzielt. Aber wie ich dann halt auch später herausgefunden habe, ist der Darm halt auch nicht immer alles. Ne? Ja. Ja, und ich bin dann halt immer tiefer rein in die Materie gekommen. Ich habe diverse Lebensmittelunverträglichkeitstests gemacht. Laktose ist getestet worden, Fructose, Sorbit-Unverträglichkeiten, aber alles negativ gewesen. Ich habe dann auch Lebensmittelunverträglichkeitstests auf Lebensmittelbasis gemacht. Also irgendwie sind 150 Lebensmittel oder so getestet worden. Und dann habe ich dann einzelne Sachen rausgepickt, die dann angeschlagen haben und habe die weggelassen. Also es war ein wahrer Dschungel, in dem ich mich da bewegt habe, so was Ernährung da angeht. Das weglassen, das darfst du nicht essen. Aus Oh. der gleichen Gruppe von Lebensmitteln, ich sage jetzt mal einfach Nachtschattengewächse gehen, aber die Sachen und die wiederum nicht. Also So gut, René, das ist echt. Und man kriegt dann diese Liste und man denkt so, okay, gut, jetzt habe ich wenigstens eine Antwort, daran kann ich mich angeln. Aber ab da ist das unbeschwerte Essen eigentlich nicht mehr möglich. ja, ich habe halt auch da immer schon den Fokus gehabt, wenn ich mich dran halte, dann wird es vielleicht besser, aber ist nicht, ne? Also auch mit diesen ganz vielen, Du bist so ein disziplinierter Mensch, der einfach ganz rational entscheiden kann, gut, dann lasse ich die weg, dann konzentriere ich mich nur noch auf die. Diese Gabe habe ich zum Glück auch, aber ich glaube, sie hat mich eben noch tiefer in die, auf gut Deutsch, Scheiße getrieben, weil ich dann auf so viele Lebensmittel verzichtet habe, dass dieser Teufelskreis, der wurde
sehr schlimm, bis ich nur noch 7 Lebensmittel vertrug. Wie lief das bei dir? Ja, also ich habe dann halt auch, wie vorher schon, versucht, mich so strikt dran zu halten wie möglich. Und dann habe ich gedacht, je länger du dich dran hältst, vielleicht bessert sich ja langsam was. Man sagt ja immer, so eine Darmsanierung dauert 3 Monate. Dann hat's halt vielleicht ein bisschen gedauert, bis sich das alles regeneriert und man auf die Lebensmittel verzichtet in der Zeit. Aber es hat sich halt langfristig auch nichts dann nachhaltig verbessert. Aber auch Mhm. zwischendurch mal eine Histaminunverträglichkeits- oder Histaminabbaustörungsdiagnose bekommen, wo halt der DAO-Wert erniedrigt war, der also das Enzym, was das Histamin im Körper abbaut, was bei mir im Körper anscheinend nicht so viel vorhanden war halt auch wieder eine Erklärung für irgendwas, aber nachher nicht die Lösung. Auch da habe ich, glaube ich, kurz mal für ein paar Tage profitieren können, als ich Histaminarm gegessen habe, Ja, genau. aber hat dann halt auch nicht angehalten. Ne? Und Mhm. ja, irgendwann kommen dann natürlich Zweifel, dass es alles so richtig ist, obwohl man halt immer, anders als in der Schulmedizin, irgendwie offensichtliche Ursachen genannt bekommt, woran es liegt. Aber dann hast du Unverträglichkeiten, du hast einen kaputten Darm, entzündeten Darm, du hast dann noch eine KPU festgestellt bekommen. Also KPU, HPU ist ja so eine Stoffwechselstörung, wo man sagt, dass man zu viel, ich glaube, B6, Zink und Mangan über den Urin verliert. Also ich bin da abgrundtief eingestiegen, ganz tief. Wurde eigentlich bei dir auch eine SIBO diagnostiziert, die Dünndarmfehlbesiedlung? Nee, das nicht, ne. Ja. Also da sind auch immer, bei den Stuhltests sind halt auch immer Bakterien getestet worden, Mhm. aber eine Fehlbesiedlung ist da nie, zumindest laut Behandlerseite, nie diagnostiziert worden. Aber dafür einiges mehr, was ich gerade schon erzählt habe. Genug, es reicht. Genug Auf jeden Diagnosen. Fall. Ja, und dann kamen wir irgendwann an den Punkt mit meiner Heilpraktikerin, Mhm. wo sie auch, nachdem ich mich etliche Monate nicht gemeldet habe bei ihr, beim nächsten Zusammentreffen dann halt sagte oder mir erzählte über das Epstein-Barr-Virus, dass sie glaubt, dass bei mir damit sehr viel zusammenhängen kann. Und da bin ich zum ersten Mal mit dem Virus so richtig in Kontakt gekommen oder habe davon gehört, Mhm. beziehungsweise von den Auswirkungen erfahren. Und da war sie auch recht zuversichtlich, dass an diesen ganzen ähm, ja, Symptomen, die ich hatte oder noch habe, auch beteiligt war. Mhm. Wir haben dann so spezielle Labortests gemacht, mit denen man halt Viren aus der Herpesfamilie auch nachweisen kann. Hat auch wieder viel Geld gekostet, aber das war dann halt auch wieder ein Stängel, an den ich mich gehalten habe oder ein Strohhalm. Ne? Und das war Ja, dann weil halt man auch, einfach die Wahrheit wissen möchte. Man möchte wissen, was ist los und dann lässt man sich einiges kosten. ja, klar. Zumal man ja halt immer, wie ich eben schon sagte, irgendwann, man bekommt irgendwas geliefert und denkt dann, jetzt ist es das, ne? Ja. Und ja, also bei den Tests ist halt rausgekommen, dass ich hohe Titer, nennt man das, glaube ich, in der Fachsprache, für Epstein-Barr-Virus und Herpes Zoster habe. Mhm. Dabei kann man halt auch wohl genau gucken, ist es eine abgeschlossene Infektion, die ja halt vielleicht von vielen oberflächlichen Tests nur gemacht wird, wo man dann halt nur sieht, da war mal was, aber da ist jetzt nicht aktiv. Ja. Aber dieser Test war halt wohl auch so konzipiert von einem Labor, dass man halt auch eine aktuelle Infektion oder aktuelles Geschehen da sieht. Und Mhm. da war halt Epstein-Barr ganz hoch mit dabei und Herpes Zoster sogar noch höher. Ich glaube, wenn ich mal mich an Grenzwerte erinnere, dann war es beim Epstein-Barr irgendwie bis 16 sollte der Wert sein, damit es noch im Rahmen war und meiner lag irgendwie bei 80. Und Oh, bei Herpes Zoster, ja, jetzt kommt es erst, Herpes Zoster war die ganze bis 80 und mein Wert war irgendwie bei 3100 oder so. oh mein Gott. Und ja, rückwirkend erklärt das natürlich vieles dann. Ne? Ja. Also wir haben dann daraus aus diesem Befund eine Mikroimmuntherapie gestartet. Das sind so kleine Globulis, die man sich morgens unter die Zunge träufeln muss, die das Immunsystem halt so ein bisschen in die richtigen Bahnen lenken. Und das hat auch kurzfristig so ein bisschen
Verbesserungen bei mir gesorgt, also so allgemein, sage ich mal. Ich Mhm. hatte vorher oft einen heißen Kopf, wenn ich was gegessen habe, so Hitzewallungen und so, die waren dann relativ schnell okay oder fast weg. Mm, Aber das war halt auch auf eine lange Zeit angelegt, diese Therapie, dass man das nicht in 3 Monaten oder so erledigt, sondern halt das Immunsystem über mehrere Monate stärkt und dass es halt schon mal je nach Ausprägung extrem lange dauern kann. Ne? Ja. Und das war dann halt so mehr oder weniger die Erklärung, die ich dann gefunden habe oder über meine Heilpraktikerin, die sich halt in diese Richtung spezialisiert hat, auch erfahren konnte. Und ich bin dann, glaube ich, auch ein Jahr dran geblieben. Aber als wir dann mal nachgetestet haben, nach einem Dreivierteljahr oder so, sind die Werte halt leicht runtergegangen. Aber es hat sich nichts massiv verbessert. Das war dann halt echt frustrierend. Ja, das ist Ähm, super. Ich habe halt schon viele Lösungen in der Vergangenheit an die Hand bekommen, aber das war dann halt mehr oder weniger so, wo ich schon gedacht habe, das muss es jetzt auch sein, Ja. weil sonst ist Hopfen und Malz verloren. Und dann nicht aus der Scheiße, sag ich mal, rauszukommen, war dann halt schon frustrierend. Ja, da wollte ich noch mal nachhaken. Wie bist du damit umgegangen? Ist jetzt schon Jahre sind ins Land gezogen und du bist ja ein sehr disziplinierter Typ, der dann einfach Recherchearbeit betreibt und die Sachen macht, die man ihm anbietet an Therapie. Und dann, also bei mir war es so, wenn die Angst dann langsam hochkroch, die Angst davor, dass es jetzt für immer so bleiben wird, dass ich irgendwie eine geschwächte Person bin, wie auch immer man das nennen möchte, und irgendwie nicht Vollgas geben kann wie meine Gleichaltrigen. Also diese Angst saß mir wirklich immer im Nacken. Wie war das für dich? Ja, du hast eben schon gesagt, dass ich ein disziplinierter Typ bin und ich habe selbst da, als ich gedacht habe, da komme ich nicht weiter, habe ich immer noch irgendwie versucht, über die Ernährung was zu machen und weiterzukämpfen, weil ich habe halt, oder tief in meinem Innersten wusste ich halt, dass es irgendwo eine Lösung geben muss, wie auch immer die aussehen mag. Also Mhm. das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen irrational an, weil man vielleicht nichts hat, woran man sich so klammern kann oder keinen Fokus hat, aber ich habe halt immer irgendwie weiter probiert und nicht versucht, mich hängen zu lassen, alle Viere von mir zu strecken. Ne? Ja. Und von daher habe ich da auch irgendwie nie Angst aufkommen lassen, sondern habe ja irgendwie in meinem Innersten immer gewusst, dass da was sein muss, was das Ganze auslöst und wie man das halt auch, oder dass es da was geben muss, wie man es in den Griff kriegen kann. Ne? Ja. Ja, und dann habe ich über meine Studiengruppe, wir sind so eine Gruppe von Ernährungsberatern, haben ein kleines Netzwerk auf Telegram, auf dem Messenger. Da gab es eine Gruppe von einem Menschen, der nennt sich Anthony William. Und da habe ich mir mal angeguckt, was der so macht. Und da war das Thema Selleriesaft ein ganz großes Thema. Und dann habe ich auf Instagram mal danach geschaut und dann siehst du dann Leute, die dann den Selleriesaft in die Kamera halten, strahlen und ihre Heilungsgeschichten dann teilen. Dann war ich erstmal total skeptisch. Hab gedacht, die trinken da einen Saft und dann wird alles besser auf einmal. Das klang für mich irgendwie viel zu einfach. Viel zu einfach, vor allem den Weg, den man schon hinter sich hat. Und das, Ja, ja. also man muss ja dazu sagen, Selleriesaft alleine ist es ja auch nicht. Ne? Wissen wir ja alle, dass das nicht das Allheilmittel ist, aber ein ganz, ganz großer Faktor. Und dann habe ich mir gedacht, bei, ähm, bei so großem Zuspruch im Internet, ähm, dass da so viele ihre Heilungsgeschichte teilen und so viele Besserungen dadurch erlangen, dass sie den Selleriesaft trinken, das musst du ausprobieren. Hm. Ja, dann habe ich anfangs noch mit so einem kleinen Mini-Mixer, wo irgendwie nur 200 Milliliter Flüssigkeit reingehen, irgendwie so, den ich gerade im Haushalt noch rumfliegen hatte, habe ich mir ein Gemüsenetz besorgt, Sellerie gekauft und dann erstmal nur ausgepresst am Anfang. Genau. Und dann, ja, in den ersten Tagen habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es so in die Richtung geht, wie es mir mit Paleo gegangen ist, dass ich erst so total müde geworden bin, Mhm. träge, musste auch zwischendurch mal am Tag mich mal hinlegen. Und man sagt ja auch, Müdigkeit ist der Schmerz der Leber. Also
Wir wissen ja jetzt, dass Selleriesaft halt auch die Leber regeneriert und da aufräumt und das hat dann halt nachwirkend oder rückwirkend betrachtet dann halt auch hochgradig Sinn gemacht. Mhm. Aber ich muss sagen, dass mich dann die nächsten Tage überzeugt haben, weil nach dem augenscheinlichen ersten Tief, was so wieder über diese Müdigkeit kam, gingen dann halt so ein paar Symptome schleichend weg, wo ich gedacht habe, ey, das ist jetzt auf jeden Fall der Weg, den man gehen muss, weil so habe ich mich nie vorher gefühlt. Vorher habe ich immer so, ging eine Rakete durch die Decke und mir ging es besser. Aber Mhm. jetzt war es irgendwie so, dass so Symptome, die ich vorher gar nicht so richtig wahrgenommen habe, so ganz, ganz, ganz leicht immer verbessert haben. Zum Beispiel meine Stimmung war direkt viel besser nach 5, 6 Tagen, als ich den Saft getrunken habe. Dann Mhm. habe ich ja vorhin von den ganzen Muskelverspannungen erzählt, die ich so am Körper hatte und habe dann irgendwann festgestellt, hier im Rücken fängt es an zu kribbeln, da Mhm. löst sich gerade irgendwie sowas auf und also es war einfach alles, also anders als alles, was vorher da war und das war für mich so das Gefühl, ja, das ist es. So muss der Weg gehen. Ne? Ja, viele beschreiben ja auch, und so geht es mir auch, dass man sich plötzlich so stabiler fühlt. Und das war bei keiner Sache, die ich bisher ausprobiert hatte, diese innere Stabilität, wo ich dann das Gefühl habe, darauf kann ich wirklich aufbauen. Und wie du sagst, es verbessert sich nicht wie eine Rakete, sondern es ist so leicht ansteigend, aber diese Gewissheit und wie nenne ich das in Worte, dieses Fundament, wo man so denkt, ja, ja, darauf kann ich aufbauen, das fühlt sich richtig an und gut an. Das Ja. war unglaublich. Ja, wo du gerade so ein bisschen, weiß nicht, ob du es so gemeint hast, aber die Statik, die innere Statik, von der du sprachst, Mhm. ähm, die Körperstatik hat sich ja bei mir auch total verbessert. Also ich habe ja vorhin von dem Blähbauch erzählt und von dem Aufrechtgehen, was ich immer so hatte. Und selbst dadurch, dass mein Bauch dann flacher geworden ist durch den Selleriesaft, habe ich eine ganz andere Körperhaltung bekommen. Also mein Becken hat sich wieder nicht mehr so nach hinten gedrückt, sondern ist in eine angenehmere Position gekommen. Und ich bin dadurch irgendwie total vom Körper her auch irgendwie in ein anderes Gefühl gekommen. Ne? Also da hat sich an so vielen Ebenen was getan. Das ist echt unbeschreiblich und unfassbar. Ne? Ja, mega schön. Ja, und dann hast du das wie lange gemacht? Diesen Selleriesaft getrunken? Oder du hast vorhin, ich unterbreche dich noch kurz, auch noch angedeutet, dass es eben nicht nur der Selleriesaft ist. Aber hast du einfach mit dem Selleriesaft angefangen und was hast du dann auch noch geändert? Wie war so ein bisschen deine Reihenfolge? Ja, also ich muss noch mal kurz ein Stück zurückspringen und zwar ich glaube, bevor ich mit dem Selleriesaft angefangen habe, habe ich mir erstmal in der Bücherei das erste Buch von Anthony William, Mediale Medizin, geschnappt und erstmal da reingeschaut. Und dann habe ich gesehen, von was der spricht. Also diese Phasen vom Epstein-Barr-Virus, wo du dich eben selber auch wiederfinden konntest, was du erzählt hast. Mit dieser Infektion, erst geht es ins Blut, dann werden die Mandeln angegriffen, dann Nasennebenhöhlenentzündung, Streptokokken, und so weiter. Also das hat einfach so Sinn gemacht und es war für mich so, äh, als du das gelesen hast, haben ja viele andere auch schon erzählt. Ja, so ist es. Also der beschreibt da genau das, was ich erlebt habe und man hat einfach, ja, Präzise, gell? So präzise, als hätte er dich die ganzen Jahre beobachtet, wie du erkrankt bist und welche Reihenfolge. ja, Ist so mindblowing, wenn man das dann endlich irgendwie hört, dann fühlt man sich so verstanden und gesehen und merkt so, das waren nicht alles Zufälle, sondern ich bin wirklich wegen richtigen Dingen auch zu den Ärzten gegangen und die Impulse, die ich eigentlich gegeben habe, die waren die richtigen. ja. Also man merkt dann, oder das ist so ein bisschen die Bestätigung, es war nicht alles in deinem Kopf oder du hast dir das nicht alles eingebildet, sondern es war alles echt, so wie du es empfunden hast. Und deine Beschwerden waren real. Ne? Und daran habe ich selber nie gezweifelt, weil ich wusste immer, dass ich die Probleme habe.
aber du bist nie so wirklich ernst genommen worden. Oder sagen wir mal so, die Ärzte haben auch keine Antwort darauf gehabt. Ne? Ja, und mit diesen Informationen, wo du einfach weißt oder spürst, dass das die Wahrheit ist, dann habe ich dann auch beziehungsweise ab erst mit dem Selleriesaft angefangen und habe dann relativ zügig danach die 28-Tage-Kur absolviert. Wobei ich dazu sagen muss, ich bin nicht direkt da so reingesprungen, sondern durch meine ganzen Nahrungsmittelunverträglichkeitstests und sowas aus der Vergangenheit hatte ich schon viele der genannten No-Foods auch schon aus meiner Ernährung eliminiert. Mhm. Also ich brauchte dann halt mehr oder weniger fast nur noch die Fette zu reduzieren für die 28-Tage-Kur, was natürlich auch erstmal eine Umstellung ist, aber es gibt ja Leute, die können nicht direkt auf so eine 28-Tage-Kur draufspringen oder die direkt machen, weil die halt alle No-Foods noch drin haben und dann schaffen die es einfach nicht. Ne? Aber dadurch, dass ich halt die No-Foods halt schon so lange draußen hatte, war das für mich auch kein Problem. Und ich habe dann halt im November, wie gesagt, mit Selleriesaft angefangen. Das weiß ich noch am 1.11. Das Datum ist uns ja, oder ist vielen ja noch im Kopf, wann sie mit Selleriesaft angefangen haben, weil das so ein einschneidendes Erlebnis ist. Und habe dann, ich glaube, Mitte November mit der 28-Tage-Kur gestartet. Ja. Das hat das Ganze auch nochmal extrem verbessert. Ne? Also durch den Selleriesaft ist der Bauch alleine schon ein bisschen flacher geworden. Aber als ich dann die Fette reduziert habe, dann ist das Ganze nochmal deutlich besser geworden. Bauch ist flacher geworden, Verdauung hat sich nochmal ein Stück weit verbessert. Und also die Kur hat auch nochmal deutlich dazu beigetragen, dass ich mich nochmal wohler gefühlt habe und nochmal ein paar andere Beschwerden dann losgeworden bin. Ne? Ja. Ja. Mega. Und das dann auch in welcher Zeitspanne würdest du sagen? Obwohl man muss auch immer sagen, dass es immer unterschiedlich ist. Aber nach welcher Zeit hast du in dich hineingehorcht und gesagt, wow, es geht mir so, so viel besser, das ist genau der richtige Weg? Wann hattest du diese innere Gewissheit? Das war eigentlich schon relativ früh. Ja, also irgendwie habe ich schon gewusst, so eine Woche nachdem ich mit Selleriesaft angefangen habe und die Informationen aus dem Buch, die spielen ja auch mit rein, ne? Also da brauchte ich ja noch gar nicht mal irgendwie so die 28-Tage-Kur angefangen zu haben, habe ich zumindest so für mich empfunden. Da wusste ich schon, das ist auf jeden Fall der richtige Weg, denn allein der Selleriesaft hat schon so viel Sinn gemacht und so viel Gutes getan, was ich nie vorher in diesem Maße erlebt habe oder gespürt habe. Da wusste ich schon, das ist der Weg, den man gehen muss oder Mhm. der Weg, der richtig ist. Ne? Und wie lange gedenkst du, diesen Weg zu gehen? Forever and ever. Also ich hatte am Anfang echt mal vielleicht so im Dezember, Januar so einen Punkt, wo ich gedacht habe, Selleriesaft jetzt noch das ganze Leben lang irgendwie morgens zubereiten, kann ich mir jetzt im Moment gerade nicht vorstellen, aber da bin ich schon lange drüber. Ich bin jetzt 7 Monate am Stück dran und ja, es ist einfach, wie ja bei vielen anderen auch, zu einer Morgenroutine geworden. Nicht nur der Selleriesaft, sondern halt auch Zitronenwasser oder der Heavy Metal Detox Smoothie, den er propagiert oder empfiehlt. Das ist ja bei vielen. Es ist halt auch einfach eine geile Droge, oder? Ja, also ich sage mal, warum nicht das Angenehme mit dem Nützlichen kombinieren? Ne? Es schmeckt alles super. Wir haben ganz, ganz viel Angst vor Obst gehabt, wegen dem vermeintlich bösen Zucker. Genau. Und wir sehen ja, dass es eigentlich die Wahrheit anders ist. Ne? Ja. Und es schmeckt einfach alles so gut. Und für mich ist das auch gar kein Verzicht. Ich habe ja eben schon gesagt, dass mir das alles recht leicht gefallen ist, so Ernährungsumstellungen. Aber wenn man dann nochmal so erlebt, welcher Genuss dahinter steckt Mhm. und wie gut Obst schmeckt und dass man davon so viel essen kann, wie man will, dann ist das einfach nochmal auch eine andere Qualität. Und Ja, genau. Wie ist das denn jetzt für dich? Hast du jetzt auch mal eher so einen emotionalen Bezug zum Essen? Weil du vorher gesagt hast, du kannst es dir sehr rational einteilen, das tut mir gut, das nicht. Ist das auch irgendwie, durfte das auch wachsen? Oder wie stehst du jetzt zu dem Essen? ja, also früher war es natürlich immer nur, um satt zu werden, ist ja klar.
Aber dann in der Zeit mit den ganzen Unverträglichkeiten, die diagnostiziert wurden, dann war es dann halt so ein bisschen ausschließen, was einem nicht gut tut, damit es einem vielleicht besser geht. Aber mittlerweile ist es so, dass dann halt so, Anthony schreibt ja auch von der Spiritualität, die in uns allen steckt. Und das habe ich dann auch so nach ein, zwei Monaten irgendwie mal gehabt, was vorher auch noch nie, wo ich das Gefühl nie hatte, dass du dir Tomaten kaufen gehst und dann die Teile anguckst und siehst, wie schön die eigentlich sind oder wie lecker das eigentlich alles ist. Mhm. Oder auch beim Selleriesaft ganz extrem, weil das ja ein echter Gamechanger für uns alle ist. Ähm, Da habe ich teilweise Momente gehabt, wo ich da vor dem Saft gesessen habe und mir den angeguckt habe und dann kamen mir echt die Tränen, aber aus dem Grund, weil ich endlich was gefunden habe, was meine Beschwerden lindert oder mich auf den Weg der Heilung bringt. Nach so vielen Jahren, ja, ich will jetzt nicht sagen der Qual, weil, also eine Qual ist vielleicht was anderes, aber mh, nach so einer langen Odyssee dahin zu kommen, das Richtige zu finden, was einem wirklich, wirklich hilft und nicht nur irgendwelche Symptome unterdrückt oder ja, Ja, das ist halt total emotional für mich gewesen oder ist es halt immer noch, ja, ähm, definitiv. dass man da was in der Hand hat, um sich selbst zu heilen eben, ne? Ja, und wie geht es dir jetzt, wenn du jetzt auf deine Beschwerden schaust? Was würdest du sagen, hast du noch und was ist weggegangen nach diesen 9 Monaten Ernährungsumstellung? Ja, also 7 Monate sind es jetzt erst. Ja. Und ich habe am Anfang ging es halt relativ steil bergauf und ich habe halt auch viel emotionale Last da abgetragen in den ersten Monaten und habe sowieso von der Symptomatik her oft im Winter mehr Probleme. Das war bei mir so, dass bis zum Ende des Jahres eigentlich kontinuierlich bergauf ging und dass es dann halt im Januar mit Beginn des Winters halt ein bisschen abwärts ging. Und da habe ich dann halt mehrere Wochen auch dran zu knabbern gehabt, an neurologischen Symptomen und so, also schwere Arme, schwere Beine, Antriebslosigkeit, Nebennierenschwäche und das kann halt nicht alles auf einmal weggehen. Mhm. Ähm, Wie gesagt, das ist bei mir im Winter immer stärker gewesen und war auch jetzt noch, auch aufgrund einer Stresssituation Ende letzten Jahres auch noch mal verstärkt da. Deswegen habe ich da einen großen Rückschritt gemacht, aber ich habe in den letzten Monaten oder Wochen halt auch kontinuierlich gemerkt, dass mein Körper wieder zu Leben zurückkehrt und Mhm. ähm, habe halt jetzt auch wieder teilweise so ähm, ja, befreiende Erlebnisse, dass das halt wieder alles wieder in die richtige Richtung geht, dass der Körper wieder zum Leben erweckt und ich mich besser fühle, bessere Laune habe, etc. Und mit den Nasennebenhöhlen und mit dem Darm, wie war das jetzt durch die Wintermonate? Ja, der Bauch war wieder ein bisschen schlechter zu der Zeit, aber das ist bei mir auch normal, eine normale jahreszeitliche Symptomatik. Er schreibt ja in seinem Buch Heile deine Leber ja auch, dass die Leber gerade von so jahreszeitlichen Symptomen auch betroffen ist. Von daher, ja, es war manchmal auch für mich ein bisschen schwierig zu akzeptieren, dass es wieder halt zurückgeht. Aber dann muss man sich halt immer wieder ins Bewusstsein bringen, dass es halt, dass das Krankheitsbild nicht von heute auf morgen verschwinden kann, dass es lange Zeit braucht, Genau, bis man gerade wieder wenn man heilt. auch so lange erkrankt war, gell, wie du es warst, braucht es einfach die Zeit zu genesen. Ja, genau. Und wenn man das einmal akzeptiert und weiß, dann kann man halt ein Stück weit auch loslassen und dann ja den Weg weitergehen. Und klar, der Heilungsweg geht immer 3 Schritte vor und wieder zwei zurück. So ist das nun mal. Habe ich auch jetzt immer noch, hat jeder von uns, der auf diesem Weg ist, dass es nicht immer nur bergauf geht. Und ja, Nebenhöhlen hast du gerade noch nachgefragt. Da habe ich im Winter überhaupt keine Probleme mit gehabt. Da habe ich auch manchmal so ein bisschen in den letzten Jahren noch die Nase zu gehabt, aber das war jetzt auch im Winter gar nicht, Mhm. weil die Symptome in den letzten Jahren aber nicht so stark waren. War das jetzt für mich, ja, wie soll ich mal, ich sag mal, ein kleinerer Erfolg.
unter den Erfolgen? Weil für mich war das ein riesiger Erfolg. Ich habe immer, also ich habe sogar im Sommer, ich musste immer ein Halstuch und alles tragen, weil ich so schnell Entzündungen bekommen habe. Und ich bin diesen Winter so oft ohne Schal rumgelaufen und es fing an mit verstopfter Nase und dann habe ich gleich diese C-Shocks und Kurkuma-Shots und alles Mögliche genommen und ich bin nicht wieder krank geworden, so wie ich sonst eigentlich den ganzen Winter durch ein geschwächtes Immunsystem hatte. Das war crazy. Du bist aber schon ein bisschen länger dabei, ne? Ein bisschen, ja. Und das möchte ich dir auch sagen als Ermutigung. Es wird einfach jedes Jahr besser. Es wird einfach besser. Und der nächste Winter, der wird kommen, ja. Winter is coming. Aber er wird besser. Jedes Jahr. Ja, das weiß ich auch. Und jetzt im Sommer geht es mir ja sowieso wieder besser. Da schöpft man auch sowieso nochmal Energie draus. Und ich weiß ja auch von den Verbesserungen, die ich jetzt bisher schon erlebt habe, die auch noch da sind, also da schöpft man Energie raus und Zuversicht und man weiß ja, dass man auf dem richtigen Weg ist mit den Informationen, die man an der Hand hat. Community wächst auch mal weiter, man tauscht sich aus, erfährt viel über andere Personen, die andere Krankheitsbilder oder auch ähnliche durchmachen. Von daher ist es halt auch eine unheimliche Kraft, die da in der Community steckt. Ja, möchtest du noch etwas mitgeben, so zum Schluss, als Ermutigung für jemanden, der jetzt mit dem Gedanken spielt, eine Ernährungsumstellung oder der mittendrin ist und wie du beschrieben hast, man geht mal 2 Schritte vor, mal wieder einen Schritt zurück. Was wäre deine Ermutigung? Also zum Ersten, wie ich ja selber vorhin auch schon gesagt habe, ist, wenn du Beschwerden hast, dann ist es geht nicht darum, um zu verzichten, sondern es geht um dir was Gutes zu tun, um gesund zu werden. Und zweitens, wenn du schon lange mit Beschwerden rumgelaufen bist und viele Jahre auf einer Odyssee gewesen bist, dann bleib am Ball und es gibt irgendwas oder wir haben Informationen gefunden, die uns heilen, aber deine Beschwerden sind auf jeden Fall real, du machst dir nichts vor und es ist alles so, wie du es in deinem Körper empfindest. Ja. Und lass dich nicht abspeisen von irgendwelchen Ärzten oder Medizinern, die sagen, das ist alles nur in deinem Kopf oder sie bilden sich das ein oder die dich vielleicht auf eine psychische Schiene drücken wollen. Es ist alles so, wie man es selber wahrnimmt. Jegliche Beschwerden, die ganz, ganz viele Richtungen haben können, Variationen von Viren, die in deinem Körper geistern, Belastungen etc. Lass dich davon nicht beirren, glaub immer daran, an das Gute, dass alles gut wird. Und wenn du weißt, dass so viele schon Erfolg hatten mit der Ernährung nach Medical Medium, dann warte nicht länger und komm dazu, probier es aus und erlebe selber, wie es dein Leben verändert zum Glück. Ja, vielen Dank, René. Danke für deinen Einblick in deine Geschichte und deine Ermutigung. Ja, dann werden wir uns weiterhin sehen, gell? Auf jeden Fall. Für mehr solche Geschichten, wie René jetzt erzählt hat, abonniert gerne den Kanal und schenkt uns ein Like. Bis nächste Woche. Ciao.